Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von 4 Minuten Geschichte, Kunst und Kultur in Wien mit eurem virtuellen City Guide Kim Ferrandina Gurju. Wenn ihr das Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht das bitte noch und hinterlasst uns bitte Likes und Kommentare, wenn euch diese Episode gefallen wird. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr dies mit Patreon machen oder indem ihr Touren bucht, live oder virtuell. Ich hinterlasse euch alle Informationen in der Beschreibung und im ersten Kommentar. So, heute geht es um die erste Türkenbelagerung, die osmanische Belagerung in Wien 1529. 1453 wurde Konstantinopel, das heutige Istanbul, von den Osmanen erobert und von da an können die Osmanen sich immer und immer mehr ausbreiten, sodass sie eines Tages an den Toren des Westens klopfen werden. Im Mai 1529 verlässt der damalige Sultan Süleyman der Prächtige Istanbul mit einer riesigen Armee. 150.000 Mann. Der Führer dieser Armee war der Großvizier Ibrahim Pascha. Glücklicherweise aber schaffen sie es nicht, alle Kanonen mitzunehmen, die sie eigentlich mitnehmen wollten. Diese bleiben in Ungarn stecken, weil die Straßen nass und schwer zu begehen sind. Sie kommen aber in Wien an mit dieser riesigen Armee am 27. September 1529. Der damalige Herrscher über dieses Gebiet war Ferdinand I. von Habsburg, der Bruder von Karl V., Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, der aber in Spanien als König von Spanien regiert. Wie ist die Situation in Wien? Vor allem gibt es zu dieser Zeit noch die mittelalterlichen Mauern und die Bürgermiliz, der Großteil davon, verlässt die Stadt. Einige Ratsherren verlassen die Stadt, so bleiben in etwa nur 400 Mann, um diese Stadt zu verteidigen. Aber der Bürgermeister, der damalige Bürgermeister Wolfgang Treu, bleibt der Stadt treu und bleibt in Wien. Wer kümmert sich um die Verteidigung der Stadt? Erstens einmal der Graf Niklas Salm, der kümmert sich um die Verteidigung, der organisiert das alles. Und zweitens, sehr, sehr wichtig, der Pfalzgraf Philipp, der mit einer Landsknechtarmee vom Reich kommt, ca. 17.000 Mann, die glücklicherweise auch mit den modernsten Schusswaffen dieser Zeit ausgestattet waren, die Arkebusen. Wie wird die Verteidigung organisiert? Erstmals alle Zugangstore in die Stadt werden komplett zugemauert mit einer einzigen Ausnahme. Zweitens, alles, was sich außerhalb der Stadtmauern befand. Wien war damals nur die Innenstadt. Wir sind hier im 3. Bezirk, das war nicht Wien. Also alles, was sich außerhalb befand, wurde komplett zerstört, so gut es ging, um den Osmanen keinen Schutz zu bieten. Und alle Glocken wurden komplett stillgelegt. Die Osmanen kommen am 27. September in Wien an und der Sultan bietet den Wienern an, dass sie kapitulieren. Die Wiener sagen, na, sicherlich nicht. Dann geht es also weiter. Die Osmanen versuchen, die Mauern zu zerstören von unten, zu unterminieren. Sie graben unter den Mauern, sie befeuern diese von außen. Die Wiener nehmen Fässer mit Wasser gefüllt und ganz nah an den Mauern, damit sich eben, falls jemand in dieser Gegend gräbt, Wellen bilden, eine Art Seismograph könnte man sagen, sodass sie wissen, genau da wird gegraben. Also haben sie dann versucht, den Osmanen zuvorzukommen, damit eben die Mauer nicht sprengen können. Die Situation ist wirklich extrem brenzlig. Mehrere Breschen werden tatsächlich aufgemacht, werden gesprengt. Am vorletzten Tag sogar eine ganz, ganz große beim Kärntner Tor. Glücklicherweise fällt aber der Schutt nach außen, sodass es nicht möglich war, für die Osmanen in die Stadt hinein zu gelangen. So müssen die Osmanen die Stadt am 14. Oktober 1529 verlassen, weil der Winter dabei war zu kommen und sie auch keine Nahrung mehr hatten, weil der Nachschub aus Ungarn aufgrund dieser Wege, die nicht mehr wirklich begehbar waren, nicht mehr angekommen ist. Warum wird diese Folge hier gedreht und nicht in der Nähe der Innenstadt? Weil wir zum einen keine Reste mehr oder so gut wie keine Reste dieser mittelalterlichen Mauern mehr haben. Zweitens, weil hier stand das Niklaskloster und genau hier in diese Gegend kamen die Osmanen zum ersten Mal an. Das Niklaskloster wurde zerstört, niedergebrannt, so wie viele andere Bauten aus dieser Zeit. So, das war's, was ich euch darüber erzählen wollte. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann nächste Woche für die nächste Episode von 4 Minuten Geschichte, Kunst und Kultur in Wien. Danke nochmals und tschüss! Erworben, Palz. Ja, das wird, was ist los? Was ist los? Die Wiener sagen nein.